Hello and a wonderful good morning. Hallo und einen wundervollen guten Morgen. My clean, pure, perfect brothers and sisters. Meine reinen, makellosen, vollkommenen Brüder und Schwestern. Cleansed not because of what you did, but because of what Jesus did for you. Gereinigt nicht aufgrund dessen, was ihr gemacht habt, sondern was Jesus für euch getan hat. Let's look at verse 4. Lass uns Vers 4 anschauen. So you must remain in life union with me. Ihr müsst also in der Lebensvereinigung mit mir bleiben. Do you know, I tell you one thing. Ich verrate dir etwas. Most translations says you have to abide in me. Viele Übersetzungen sagen, bleibt in mir. And it's a common phrase that we all say because that's how the Bible translates it. Und das ist ein bekannter Satz, den wir alle sagen, weil es so in der Bibel steht. And you know, for many years, honestly, I've tried to figure out what does it mean. Ich habe ehrlich gesagt viele Jahre versucht herauszufinden, was das bedeutet. You know, I mean, abide in me. That's kind of such an abstract thing. Bleibt in mir. Das ist etwas so Abstraktes. But you know, as you read this in the Passion, it is so much more clear. Aber wenn man es in der Passion liest, ist es viel deutlicher. And that's what it actually means. Und das bedeutet es auch in der Tat. You must remain in life union with me. Du musst in einer Lebensvereinigung mit mir bleiben. Because in the original Greek, there is this meaning of being so united that you get all the life from him. Denn im Originalgriechischen bedeutet es, so vereinigt zu sein, dass du alles Leben von ihm bekommst. And think about this. Denk darüber nach. In the context and the way Jesus tells his story, that's exactly what he's trying to say. In dem Zusammenhang und historischen Gewicht der Begebenheit versucht er genau das auszudrücken. When the branch is connected to the vine and it abides in the vine, Wenn die Rebe mit dem Weinstock verbunden ist und bleibt, there is a life union. dann gibt es eine Lebensvereinigung. All the life from the vine flows into the branch. Das ganze Leben des Weinstocks fließt in die Rebe. Now, Jesus gave them this example because they understood vineyards. Jesus gab ihnen dieses Beispiel, weil sie den Weinbau verstanden. But he applied it to people, not to farming. Aber er wendete es auf Menschen an, nicht auf die Landwirtschaft. You see, here is a huge difference that you need to understand. Der große Unterschied, den du verstehen musst, ist, The branch doesn't say to the vine, you know, I think I'm just going to leave you. dass die Rebe nicht einfach zum Weinstock sagt, weißt du was, ich trenne mich von dir. Of course not. Natürlich nicht, Because it's a natural thing. denn es handelt sich um eine natürliche Gegebenheit. But when it applies to us as people, Aber wenn es auf uns Menschen angewandt wird, we have the power of free choice. haben wir die Macht, frei zu wählen. So that is why we are not automatically remaining in life union with Jesus, Deshalb bleiben wir nicht automatisch in Lebensvereinigung mit Jesus, like the branch does with the vine. wie die Rebe mit dem Weinstock. We have to choose it. Wir müssen uns dafür entscheiden. So let me ask you a question. Also lass mich dir eine Frage stellen. What kind of relationship do you have with Jesus? Was für eine Beziehung hast du mit Jesus? Do you have a religious relationship? Hast du eine religiöse Beziehung? Is he a little addition to your life? Ist er eine nette Ergänzung in deinem Leben? Is he the one that you cry out for when you're in trouble? Ist er derjenige, nach dem du rufst, wenn du in Schwierigkeiten bist? Or is he the one that you have a life union with him? Oder ist er derjenige, mit dem du eine Lebensvereinigung hast? Do you know, I shocked my wife and I think I might have upset her a little bit. Ich schockierte meine Frau und ich denke, ich habe sie ein wenig verärgert. And my whole leadership team of Brazilian Kids Care. Und mein ganzes Leitungsteam von Brasilien Kids Care. Because we had a meeting, Wir waren in einem Treffen, which we have every month. was wir jeden Monat haben. We have a lot of meeting with Brazilian Kids Care all the time. Wir haben auch so ständig Treffen mit Brasilien Kids Care. But I'm doing a monthly meeting with all of the key people in Brazilian Kids Care, about 15 people. Aber ich treffe mich monatlich mit allen rund 15 Schlüsselpersonen. And it's just where we don't talk about all the technical stuff. That's what Vinicius does. Dort sprechen wir nicht über die ganzen organisatorischen Themen. Das macht Vinicius. Our meeting is just me pouring out my heart, giving vision, aligning our hearts together. In diesen Treffen schütte ich einfach mein Herz aus, gebe Vision und richte unsere Herzen zusammen aus. And in that meeting, which was last night, I told him this. In diesem Treffen, das erst vor kurzem war, sagte ich zu ihnen, I said, guys, I don't know what is happening with me. Leute, ich weiß nicht, was mit mir passiert. I really don't know. Ich weiß es wirklich nicht. But for the last
3 weeks, Aber in den letzten 3 Wochen my relationship and my intimacy with Jesus has become so deep and so important that I don't want to live on this earth anymore. ist meine Beziehung und Intimität zu Jesus so tief und so wichtig geworden, dass ich nicht mehr auf dieser Erde leben möchte. I said every morning when I get up, I have to motivate myself. No, I have to live, I have to work, I have to serve Jesus. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, muss ich mich selbst motivieren und sagen, ich muss leben, ich muss arbeiten, ich muss Jesus dienen. And I told them, I'm not depressed. Und ich sagte ihnen, ich bin nicht depressiv. I'm so full of joy. Ich bin so voll Freude. But the reality of Jesus and me being one has become so real. I just want to be in heaven with him forever. Aber die Realität von Jesus in mir und der Einheit mit ihm ist so stark geworden, dass ich einfach für immer mit ihm im Himmel sein will. This has become so strong in me that I have to resist not going to heaven and staying there. Es ist so stark geworden, dass ich widerstehen muss, nicht in den Himmel zu gehen und dort zu bleiben. Let me ask you a question. Lass mich dir eine Frage stellen. Do you remain, that means permanently live in a life union with Jesus? Bleibst du beständig in der Lebensvereinigung mit Jesus? You know, I go to bed at night and it takes me a while to fall asleep because the only thing I can think is Jesus is everything and it's so beautiful. Weißt du, ich gehe abends ins Bett und es dauert ein wenig, bis ich einschlafe, weil alles, woran ich denken kann, ist, dass Jesus alles ist. Und das ist so schön. I wake up in the middle of the night and before I even am properly awake, all I can think about Jesus is so amazing and he's everything. Ich wache mitten in der Nacht auf und bevor ich richtig wach bin, kann ich nur daran denken, wie wunderbar Jesus ist und dass er alles ist. You see, life union, it means that his life is your life in experience. Lebensvereinigung bedeutet also, dass sein Leben dein Leben ist, und zwar im Erfahren und Erleben. And that's exactly what's happening between any branch and the vine. Das ist es, was zwischen Rebe und Weinstock geschieht. There is this union between the branch and the vine, and the branch drinks everything it needs from the vine. Es gibt diese Vereinigung zwischen Rebe und Weinstock und die Rebe zieht alles, was sie braucht, aus dem Weinstock. All the nutrients, all the strength to be fruitful, it all comes from the vine and not from the branch. Die ganzen Nährstoffe und die Kraft, um fruchtbar zu sein, kommt vom Weinstock und nicht von den Reben. So you have to come to a place Du musst also an einen Punkt kommen, where all day long you constantly make the same choice, wo du den ganzen Tag lang ständig dieselbe Entscheidung triffst, that you live in life union with Jesus. He's your joy, he's your peace, he's your strength, he's your everything. nämlich in Lebensvereinigung mit Jesus zu leben, dass er deine Freude, dein Frieden, deine Stärke, dein alles ist. Look what Jesus said. Schau, was Jesus sagt. He said, "For I remain in life union with you." Denn ich bleibe in Lebensvereinigung mit euch. You see, other translations said, "You have to abide in me and I abide in you." Andere Übersetzungen sagen, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. You see, the New Testament teaches us that through the finished work of the cross, Das Neue Testament lehrt uns, dass wir durch das vollbrachte Werk am Kreuz we are in him, but he's also in us. in ihm sind, aber er auch in uns ist. So basically, him and us are so one Also im Grunde genommen sind er und wir so eins, that people don't know anymore what's him and what's us. dass man dann nicht mehr weiß, was er ist und was wir sind. Tomorrow we have to talk more about this. Morgen müssen wir noch mehr darüber sprechen.